Und mit diesem Dokument muss man dann in der Regel zu der Botschaft des Herkunftslandes gehen und sagen, ich möchte mich aus meinem Herkunftsland ausbürgern. Was das Gesetz verlangt, ist die Klärung der Identität. Und es betrifft nicht nur die Staatenlosen, sondern alle. Das heißt auch anerkannte Geflüchtete, anerkannte Flüchtlinge, Asylberechtigte, die zum Beispiel einen blauen Pass bekommen haben, die Asylberechtigung bekommen haben. Da muss bei ihnen bei der Einbürgerung nochmal geprüft werden, ist die Identität geklärt. Und das führt eben dazu, dass die Einbürgerungsbehörden dann die Nachweise, Dokumente fordern zum Nachweis der Identität. Das kann eine Geburtsurkunde sein, das kann ein Führerschein sein, das können Schulzeugnisse sein. Das ist dann sehr unterschiedlich, aber diese Dokumente müssen beschaffen werden und man muss da auch mitwirken. Das heißt, die Anerkennung als Schutzberechtigter führt nicht automatisch dazu, dass man nicht zum späteren Zeitpunkt, zum Beispiel wenn man sich einbürgern lassen möchte, die Identität nochmal neu überprüft wird. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch viele Fragen von Syrern, die mir sagen, ich kann nicht meine Dokumente aus Syrien bekommen. Was ist mit den Geflüchteten, die das unvorstellbar für sie ist, Dokumente von ihrem Heimatland zu bekommen? Das muss man mit der Einbürgerungsbehörde direkt klären. In der Regel, so wie das Gesetz es vorschreibt, besteht dann keine Möglichkeit für eine Einbürgerung. Solange die Identität nicht geklärt ist. Aha. Die kann anders geklärt sein. Ne? Da muss man dann schauen, liegen noch andere Dokumente vor, gibt es einen Eintrag in einem Register oder so. Das ist wirklich sehr spezielle Einzelfälle. Man muss alles unternehmen und alles versuchen, um die Identität zu klären. Kannst du vielleicht empfehlen, was könnte auch noch helfen? Also was gibt es noch für Besonderheiten? Und eigentlich ist das auch im Grunde genommen alles. Ja? Das ist, es wird eben geguckt, wie die Erteilungsvoraussetzungen sind und wenn sie vorliegen, dann hat man einen Anspruch. Das heißt, dann muss die Behörde einbürgern. Ja, da kann sie nicht sagen, ach nein, jetzt doch nicht oder so, sondern das ist ja die Besonderheit, wenn diese Punkte erfüllt sind, dann muss die Einbürgerung erfolgen. Und da fehlt noch ein Punkt, nämlich die Abgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit. Wie funktioniert eine Einbürgerung? Die Behörde prüft diese ganzen Punkte und gibt dann eine Zusicherung ab. Das ist ein Dokument, da steht drin, es wird die Einbürgerung zugesichert. Und mit diesem Dokument muss man dann in der Regel zu der Botschaft des Herkunftslandes gehen und sagen, ich möchte mich aus meinem Herkunftsland ausbürgern. Und du runzelst schon mit der Stirn. Das gibt natürlich, gerade bei Geflüchteten ist das ein großes Problem. Und es gibt da die Möglichkeit, die Einbürgerung zu erhalten unter, man sagt das, Hinnahme der Mehrstaatigkeit. Das heißt, der deutsche Staat verzichtet auf die Abgabe der Staatsangehörigkeit. Das ist insbesondere wird das dort gemacht oder bei Herkunftsländern gemacht, die keine Möglichkeit überhaupt vorsehen, nach dem Recht des Herkunftslandes die Menschen auszubürgern. Und dazu gehört auch Syrien.